Jo, moin Leute. Ich begrüße euch an Bord von unserem Street Skyline. Wir stehen an einem Ort, der dem Auto sehr bekannt ist. Das ist eine Tankstelle, denn wir mussten mal schnell nachfüllen. Und jetzt gibt es das übliche Startup Procedure. Öldruck etwas aufbauen und gib ihm. Freuen sich auch die Leute. Ja, das Wetter ist schön, Auto ist voll, Auto hat neues Öl, Kühlwasser, alles wunderbar. Wir stellen euch heute vor, weil wie ihr gesehen habt bei unserem Drift Skyline, hat der Patrick ja schon angedeutet, das Video verlinken wir übrigens oben, dass mein Motor in seinen Drift Skyline kommt. Und mein Motor ist nun mal der Motor, der jetzt hier drin ist. Kurz zum Auto, es ist ebenfalls ein Nissan Skyline R33 GTST mit dem RB25 DET Motor. Nicht mehr ganz original, wie ihr sehen könnt. Innenraum ist auch schon ein bisschen angepasst. Ganz wichtig, Schaltknauf 5 PS. Anderes Lenkrad 5 PS, nein Spaß, aber ist ein bisschen was für die Optik passiert. Andere Sitze, andere Gurte, so ein bisschen ja, Race-Feeling können wir es ja nennen ein bisschen. Die Anzeigen, die wir hier sehen, die sind nicht für die Optik, die sind für die Funktion. Ja, was haben wir da? Einmal Ladedruck. Klar, wichtig. Vielleicht hört man den Turbo schon sich warm machen vorne. Nicht wundern, wenn wir dann gleich ein bisschen reintreten. Sollte man ein Piepen hören, dann ist das genau die Ladedruckanzeige. Weil das habe ich mir so einstellen lassen, dass die bei 1 bar anfängt zu piepen. Denn wenn dieser Turbolader, den wir hier drin haben, namentlich GTX 3076, wenn der anspricht und wir überschreiten 1 bar, danach geht es ja noch weiter, dann wird es hässlich. Und dieses Auto hier hat 0 Fahrhilfen. Wir haben keine Traktionskontrolle, ESP sowieso, was soll das sein? ABS auch nicht, also wir haben gar nichts. Dreckig ist es gerade, tut mir leid, Saisonstart, zum Waschen bin ich nicht gekommen. Außen sieht auch nicht viel besser aus, leider. Aber das machen wir. Zurück zur Technik. Ja, wie gesagt, GTX 3076 mit der kompletten Peripherie, die es braucht. Das heißt, offene Luftfilter, neues Ansaugrohr, komplette Ansaugverrohrung neu von Kraftzeug Motorsport, haben wir selber gemacht. Ladeluftkühler, Drosselklappe größer, Ansaugbrücke größer. Das war so luftseitig das. Spritzseitig größere Benzinpumpe, größere Fuel Rail, also größere Einspritzleiste mit Druckregler, größere Einspritzdüsen. Zum Klang hört man ja schon, ist ein bisschen lauter geworden als original. Ja, das ist eine Kombination aus dem Krümmer, den wir hier verbaut haben. Das ist ein Zukaufkrümmer mit einer selbstgebauten, also einer Kraftsound Motorsport Downpipe mit integrierten Sonnenzellen-Cut und einer Titan-Abgasanlage. Details, was hier genau verbaut ist, warum und warum wir jetzt umbauen, kommen alle in den Detailvideos. Also wir werden uns dann anschauen, was machen wir am Motor, was machen wir mit dem Krümmer, was machen wir mit der Downpipe und so weiter. Das werden wir stückchenweise anschauen und dann gucken wir uns auch die Produkte an, die wir hier verbaut haben und geben ein kleines Feedback dazu. Denkt man, dass man schnell ist. Natürlich, man ist schnell. Das Auto zieht. Wir hatten maximal 560 PS.
600 Newtonmeter, das heißt Traktion in dem Stuhl hier. Vergesst das in den ersten 3 Gängen. Jetzt fahren wir etwas gedrosselt, aus Gründen, dass wir Stromversorgungsprobleme haben. Das heißt, unsere Lichtmaschine bringt nicht mehr das, was sie bringen sollte. Aber da werden wir nachregeln. Habt ihr vielleicht schon auf unserem Instagram-Account gesehen. Die Teilelieferung ist schon angekommen. Das heißt, dort wird nachgebessert. Aktuell 1,2 Bar. Müssten wir knapp an den 500 PS kratzen. Wobei ich denke, wir haben jetzt wir haben jetzt schon 40.000 Kilometer drauf auf diesem getunten Motor. Ja, es fühlt sich mal sicher noch wie 450 PS an. Das zieht schon. Also, so viel zu dem Auto. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das, worum es ja eigentlich geht. Und das ist das Thema Fahrspaß. Wie gesagt, geschätzt haben wir noch über 400 PS anliegen. Und ja, ab 4000 geht es hier vorwärts. Das heißt, wir haben jetzt mal ein bisschen Spaß. Ja, Rohre. Leichtes Auto. Stabile Sitze. Man sieht schon, mich drückt es recht raus. Leichtes Auto, gutes Fahrwerk, nicht zu tief, nicht zu hart. Okay. Das heißt, wir haben hier ganz gut Traktion, wir haben gute Kurvenlage. Das ist okay. Was auch sehr, sehr geil ist, was wir beibehalten möchten, ist das nutzbare Drehzahlband. Und das ist im Moment hier zwischen 3.500 und 7.000 Umdrehungen. Das ist ein schönes Band. Das will ich auch so beibehalten. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal voll ausdrehen. Wir legen jetzt hier einen Gang 4000. Gerade festhalten, ganz wichtig. Wir verlieren zu viel Holz hier. Und dann spam. Und 4000, 4,5 rein. Druck, sofort Druck. Klar, ein kleines Turboloch hat dieser Lader. Er ist ja schon ein bisschen größer als Original. Rein, rum, 3000 rein und schon. Und das muss genauso sein. Ich muss nicht schalten in dieser Sektion hier, 3. Gang. Zack, Druck drauf auf der Welle, wieder rum, harte Kurven hier, zweispurig. Das heißt, ich überhole ja nicht wie ein Affe und ich fahre auch im erlaubten Bereich. Ja? Es ist einfach sehr, sehr eng. Kehre, zack, 3000 raus, Leistung, rum, 3,5, Feuer, man hört es piepen, über 1 Bar, boom, und wieder, zack, und Flamme. Boah, ist das Ding mies, leck. So, zack, raus und jetzt nutzbar, wir geben Gas, 2,5, 3, 3,5, Feuer, 6, schalten und sofort wieder Leistung. Ich muss das Auto nicht mal ausdrehen. Einfach schon bei 6 schon shiften, zack, nächste Gang rein, Flamme. Ja, und das ist geil. Viele Autos, die man sieht, die laufen erst bei 5000 an. Was nützt mir das? Dann kann ich zwischen 5.000 und 7.000 Gas geben. Nützt gar nichts. In meinen Augen, das ist was für ein Track oder für Viertelmeile. Oder für, keine Ahnung, für Leute mit gutem Getriebe. Das Problem hier, das Getriebe GTST ist einfach scheiße. Wir fahren zwar hier schon ein R34er GTT-Getriebe, aber auch das finde ich nicht sonderlich. Das heißt, ich bin wirklich froh, dass ich im mittleren Bereich schön drücken kann und nicht jedes Mal wie ein Affe schalten muss. Ich kann mich aufs Lenken konzentrieren. Und ich weiß, dass ich ab zwischen 3.500 und 7.000 voll durchladen kann.
Und ja, das macht den Reiz aus, das ist geil. Und der Sound. Wir werden nachher kurz mal ein bisschen das Fenster runter machen, weil wir werden noch ein Stück Autobahn haben und auch Tunnel. Und dann habt ihr mal die Chance, euch anzuhören, was der Kollege hier trompetet. Immer wieder geil. Tunnel, 4. Gang, 3000. Wir nehmen jetzt mal einen 3. Gang. Also Leute, wir versuchen jetzt mal 100 auf 200, 5. Gang zu messen. Messung parat, 5. Gang Messung 100 auf 200. Denn wir möchten ja ein Straßenauto bauen, wo wir schon im unteren Bereich Ansprechverhalten vom Turbolader und so weiter haben. Und dann werden wir mal sehen, ob wir unsere 100 auf 200 Zeiten im 5. Gang beibehalten können oder ob wir ein Auto bauen, was erst bei 6000 Touren anspricht und wir völlig versagen. Also auf geht's! Also, messen wir mal. Auf geht's! Auf geht's! Feuer frei! Also wir liegen so um die 14,3 Sekunden, 5. Gang und mal schnell auf 257 hochbeschleunigt. Nicht schlecht für Baujahr 96, japanisches Plastik. Ja, also ich denke, wenn der Auto spricht, ist Ruhe. Man hat einen kleinen Eindruck bekommen. Wenn ihr Fragen habt, haut sie drunter. Also Leute, 80 Baustelle. Wir nähern uns dem Bodensee. Wird Zeit, ein bisschen Füße hochzulegen, Käffchen schlürfen und die Sonne genießen. Jens, wenn du das siehst, ich bin gleich da. Von dem her wünsche ich euch einen schönen Tag, genießt die Sonne. Habt einen schönen Tag mit eurer Familie, so wie der Patrick. Verbrennt ein bisschen Sprit, so wie ich, wenn ihr alleine seid. Macht was draus, nutzt den Tag. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei Kraftzone Motorsport. Also, macht's gut, Leute.